fahren gerade rückwärts in die Werkstatt und ich will da nicht reinfahren. Mit dem aktuellen Status können wir auf jeden Fall nicht so weit fahren. Langsam könnte ich kotzen. Gerade irgendwie stehen wir wieder mal so ratlos da und wissen nicht so genau, wie es weitergeht. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Folge mit uns, mit Neuland Stories. Ich habe uns gerade Kaffee gemacht und Basti ist eine Runde mit Peppi draußen. Und ja, wir haben hier in einem Harvest House übernachtet und gucken gleich mal in deren Farmersladen rein. Wir haben uns gar nicht so viel informiert, aber ein paar Kleinigkeiten werden wir wohl einkaufen. Den Tanz, den da Basti veranstaltet, ist, weil wir seit neuestem irgendwie ein bisschen Probleme mit unserer Alarmanlage haben. Irgendwie geht die immer los, wann wir nicht wollen, dass sie losgeht. Wahrscheinlich geht sie nicht los, wenn sie sollte. Naja. Erster Test bestanden. Guess what? Es ist Kürbiszeit. Eine Zeit, wo wir schon lange nicht mehr hier sein wollten. Apple Cider Donuts. Ich glaube, das ist mein Laden. 2 cinnamon, 2 apple cider and 1 vanilla and 1 maple. Thank you. Es ist auf jeden Fall eine Apfelfarm. Es gibt Apfel-Donuts, Äpfel, Apfelcider, Apfelsaft, Apfelmarmelade, Apfelslush, Apfel alles. Richtig cool. Jetzt holen wir uns noch einen Apfelsaft. Was jetzt schon die Donuts. Wir packen noch Äpfel ein. Und bevor es hier voll wird, weil hier kommt jetzt gerade so eine Apfeltour durch die Felder, kaufen wir mal besser schnell ein. Au. First things first. Sollen wir direkt einen essen oder? Glaubst du nicht, dass ich jetzt hier, ohne das zu probieren, losfahre? Falls ich rankomme. Wie geht es? Und die sind noch warm. Die sind noch warm. Es geht direkt mit Essen weiter. Welchen nehmen wir denn zuerst? Also wir haben Cinnamon, Vanilla, nee, ein Vanilla, ein Maple und 2 Apple Cider. Punkt. Ja. Also Apple Cider. Teilen, ne? Achso, okay. Will der hier teilen? Was willst du immer teilen und ich Aber nicht? die sind so klein. Na dann los. Cheers.
Happy Frühstück. Mm. Ob die wohl gut sind? Können wir noch mal rein? Mm-mm. Alter, schon. Sorry Leute, dass wir hier immer so. Wir wollen nicht übertreiben oder fake glorifizieren, aber. Machen sie gut. Macht schon nichts. Ich will nicht wieder. Okay, los geht's. Erste Mal tanken. Davon werden wir wohl noch ein paar Stops haben. Da zum Tanzen. Da liegt Musik im Screen. Danke Numero uno. Check. Können wir mal schätzen, wie oft müssen wir tanken, bis wir im Yellowstone ankommen? Haut er einfach so raus. Ach so, haben wir immer noch nicht gesagt. Richtig cool. Hier gibt's for free mega gute heiße Duschen. Und wie es hier aussieht, ist sowieso irgendwie krass. Ist alles tipptopp gepflegt. Sportanlage. Sportanlage. Mit Duschen. Sirene im Hintergrund, ne? Die Katze ist ja jetzt wohl aus dem Sack. Basti hat ja schon verraten, wo es hingeht. Sorry. Wir haben die ersten 5 Stunden heute schon auf dem Buckel. Ach so, wir sind in den USA. Ja, wir sind im Umland von Chicago. Das ist uns aufgefallen, weil wir ungefähr an 200 Hotdog-Restaurants vorbeigefahren sind. Und ja, hier haben wir uns eine Dusche rausgesucht. Hier ist so ein Sportpark und hier gibt es freie Duschen, hat Basti ja schon gesagt. Und deshalb schnappen wir uns unsere Sachen, gehen duschen und dann erzählen wir euch noch ein bisschen mehr, was mit Groot alles so passiert ist die letzten Tage. Für solche Orte liebe ich einfach iOverlander. Weil sonst würde man, glaube ich, solche Spots einfach nicht finden. Eine perfekte, heiße Dusche for free. Und jetzt habe ich Hunger. As always. Verrückt, wie schnell es einfach dunkel wird. Hat man kurz geduscht, hat mit Peppy kurz gespielt und zack ist es dunkel. Und ich leuchte so rot, weil mich gerade die Bremslichter von den Autos vor uns irgendwie anleuchten. Und der wunderschöne Sonnenuntergang. Jetzt gerade ist es wohl eher der Sonnenuntergang. Ja.
Während mich Basti mit dem Handy anleuchtet, kann ich euch noch kurz erzählen, dass wir uns jetzt einen Hotdog holen. Ganz in Chicago-Manier. Und ich hoffe einfach, dass es da einen Veggie-Hotdog gibt. Bestimmt. Oh, nee. Hunger. Hunger. Sanften Bewegungen im Körper. Guten Morgen. Wir sind gestern noch ein richtiges Stück gefahren, bestimmt 2-3 Stunden, als es schon dunkel war. Wir sind zwischen Chicago und Wisconsin. Da geht die Interstate 90 entlang, die wir quasi entlang fahren Richtung Westen. Und ja, standen hier an so einem kleinen Boat Lounge, wo Fischer ihre Boote ins Wasser lassen am Fluss und haben uns jetzt einen Kaffee gemacht, machen uns gleich noch ein Vesper für die Fahrt, haben gerade was für unsere Patrons aufgenommen. Vielen lieben Dank an unsere allerersten Patrons an dieser Stelle auch und haben das Update hochgeladen, wie es uns am Van geht und was alles so Phase ist. Apropos Van, wir wollten euch ja auch noch ein bisschen updaten, was alles so passiert ist noch, bevor wir losgefahren sind. Wir haben am Montag Nacht die Kanada verlassen und sind in die USA eingereist. Und davor haben wir mit unserem Mechaniker den AGR-Kühler ausgetauscht. Wir haben den Thermostat ausgetauscht. Wir haben verschiedene Spulen, die schon aufgefallen sind beim Zahnriemenwechsel, die nicht mehr so ganz heile waren, ausgetauscht. Und ja, müssen jetzt einfach den Kühlwasserstand im Auge behalten. Es kann sein, dass noch ein bisschen Luft im Getriebe ist und wir deshalb immer mal ein bisschen wieder entlüften müssen und ein bisschen Kühlwasser nachfüllen müssen. Und deshalb sind wir noch nicht ganz 100% guter Dinge und beobachten das Ganze jetzt mal auf den nächsten Kilometern und werden euch auf dem Laufenden halten. Jetzt sind wir aber ganz schön hungrig und essen noch was und dann müssen wir aber auch schon wieder los, weil wir müssen Kilometer machen. Und weil es schnell gehen muss, gibt es einfach nur ein paar Brote. Wenn Basti mit Peppi draußen noch eine Runde spielt, richtig süß, damit wir gleich losfahren können, habe ich mir irgendwie vorgenommen oder angefangen, morgens eine kleine Runde zu meditieren. Da habe ich gibt es verschiedene Meditationen auf jeglichen Streaming-Plattformen. Ich habe mir auf Spotify eine rausgesucht und ja, einfach diese Ups und Downs und mal sind wir positiv und es kann weitergehen.
Dann checken wir mal wieder den Kühlmittelstand und es ist irgendwie doch noch nicht alles gut. Das wühlt mich emotional mega auf. Und deswegen nutze ich einfach manchmal die Ruhe dann im Van und mache eine Meditation. Bei dir? Hier stehen einfach Transformers rum. Und ziemlich groß. Abgefahren. Da müssen wir mal kurz halten. Frag mal, ob er ein paar Ersatzteile für uns hat. Ja, sieht aus, als könnten wir das eine oder andere gebrauchen. Stell dich mal drunter, damit man weiß, wie groß es ist. Mhm. Seid ihr bereit? Und? Ziemlich groß? Ziemlich groß, ha? Hallo! Tag. Es ist jetzt schon ein paar Tage her, dass wir, glaube ich, in die Kamera gesprochen haben, weil es ist sehr, sehr viel passiert und irgendwie auch gar nicht so viel. Wir stehen mal wieder auf dem Parkplatz von einer Werkstatt und ja, das letzte Mal, als wir unser Kühlwasser kontrolliert haben, kam uns das Sonnenheil mal wieder entgegen in Form von Kühlwasser aus dem Kühlwasserbehälter. Wir haben das gleiche Problem, was wir die ganze Zeit schon haben. Also diese 2 guten Tage, die wir in Kanada hatten, die waren etwas trügerisch, denn wir dachten, wir haben es behoben, sind aufgebrochen, sind losgefahren, guter Dinge und jetzt stehen wir hier. Wieder auf dem Parkplatz einer Werkstatt. Wir haben davor schon mal 2 Werkstätten angefahren. Die haben uns direkt abgewunken und weggeschickt. Einer davon hat uns Gary empfohlen von Cobra Diesel Trucks, in der Hoffnung, dass er sich mit Dieseln auskennt. Das tut er auch, aber die Diesel, mit denen er sich auskennt, sind etwas größer. Ja, der macht nämlich nur Trucks, wie sein Name auch schon sagt. Und er würde uns wohl auch helfen, hat aber auch nicht so richtig eine Idee, was es sein könnte. Und irgendwie ist es auch schwierig für uns, weil wir haben jetzt mit John in Kanada so gefühlt 1 Monat, 2 Monate rumgerätselt und gemacht und getan. Und das jetzt irgendwie wieder von vorne in einer anderen Werkstatt anzufangen, das zerrt irgendwie an die Nerven. Und wir haben irgendwie auch nicht so das Gefühl, dass
dass wir hier wirklich eine Lösung finden und haben so ein bisschen Angst davor, wenn wir jetzt das Auto aufmachen, dass wir hier festhängen für sehr lange Zeit, weil das hier gefühlt auch alles ein bisschen länger dauert. Ja, wir fahren gerade rückwärts in die Werkstatt und ich will da nicht reinfahren. Das Bauchgefühl stimmt einfach nicht so wirklich und deswegen haben wir uns dann nochmal auf die Suche nach einer Werkstatt gemacht. Ja, wir waren quasi auf so einer halben Testfahrt, nachdem wir nochmal das Kühlwasser entlüftet haben, nochmal neu eingefüllt haben, sind wir auf einer Testfahrt gewesen und sind da nochmal zu einer anderen Werkstatt gefahren und waren sehr guter Dinge, denn der Mechaniker da, der kannte unser Auto, der hat es in England früher schon gehabt und der kannte sich eigentlich damit sehr gut aus. Es klang zumindest so. Ja, und kennt er auch wahrscheinlich. Ja. Einziges Problem ist, diese Werkstatt nimmt keine Ersatzteile von außerhalb an. Also wenn man welche mitbringt, dann machen sie das nicht, sondern nur, wenn sie die selber bestellen. Und das ist natürlich für uns das größte Problem, weil wir hier absolut keine Teile bekommen. Ja, und also sein erster Tipp war eigentlich auch, dass es am AGR-Kühler liegen kann und aber dass das Problem aus seiner Erfahrung behoben wird, wenn man wieder so ein Sealant-Fläschchen, also so Dichtungsmittel in das Kühlwasser kippt. Ist nochmal ein anderes als das, was wir schon in Kanada ausprobiert haben. Genau, richtig. Das haben wir dann auch eingefüllt und haben direkt, damit sich das schön verteilt, eine längere Testfahrt gemacht. Und leider mussten wir dann aber feststellen, dass es das Problem noch schlimmer gemacht hat. Was denn? Langsam könnte ich kotzen. Jede neue Idee, jeden neuen Ansatz, den wir haben, bringt uns 10 Minuten gute Laune und Hoffnung und nach einer Testfahrt ist es wieder... Ja, irgendwie haben wir jetzt noch mehr Schaum im Kühlwasser und das Kühlwasser ist ziemlich doll oben rausgedrückt und das auch, obwohl wir eine neue Kappe benutzt haben. Also die sollte funktionieren, denn unsere alte, die war tatsächlich kaputt. Das haben wir jetzt auch nochmal festgestellt. Keine Ahnung, ob die jetzt durch das Ganze überhaupt das Hauptproblem, ob das jetzt kaputt gegangen ist dadurch. Ja. Ja. Also es hat richtig oben so schaummäßig oben rausgesprüht. Also das war richtig crazy. Da war dann aber auch schon Freitag und der Mechaniker war für uns leider nicht mehr erreichbar. Heute ist Samstag und wir warten jetzt bis Montag und fahren dann nochmal zu der Werkstatt hin, sprechen nochmal mit ihm, ob er einen anderen Tipp für uns hat. Tipp. Genau, er hatte schon einen Tipp für uns. Das war ein weiterer Mechaniker, der sich vor allen Dingen mit AGR-Kühlern auskennt. Ja. Und der sitzt allerdings in Salt Lake City und das ist eine ganze Strecke noch für uns, um dahin zu kommen. Da müssen wir jetzt irgendwie mal schauen, ob wir entweder bei ihm was machen können, ob er vielleicht doch Teile von uns benutzen würde. Aber selbst dann, wenn es der AGR-Kühler ist, müssen wir es erstmal bestellen. Mit dem aktuellen Status können wir auf jeden Fall nicht so weit fahren. Und zwischendurch, zwischen dem einen und dem anderen Mechaniker, ist uns dann auch noch der Reifen platt gewesen. Ja, das Problem hatten wir ja schon mal. Wir haben uns so eine riesen Schraube in den Reifen gefahren, den haben wir flicken lassen. Das wurde aber wohl nicht allzu gut gemacht. Deswegen mussten wir das auch nochmal machen, damit wir was für zwischendurch haben. Und das ist aber schon erledigt, wenigstens. Reifen ist wieder dran, aufgepumpt und funktioniert. Aber ja, alles andere müssen wir weiterhin rausfinden. Wir haben gerade irgendwie stehen wir wieder mal so ratlos da und wissen nicht so genau, wie es weitergeht. Wir hoffen, dass wir Montag mehr wissen und dann ein bisschen berichten können. Aber bis dahin, sind wir gerade wieder, ist die Laune semi-gut. Wir haben halt Angst davor, dass wir uns in so ein Szenario rein verrennen, wo wir ein Problem lösen und in das nächste rennen oder dass sich das Fehlerbild einfach nicht ändert und wir aber nicht rausfinden, was es ist und jetzt einfach Tausende an Dollar da reinstecken und am Ende kommen wir nicht weiter. Ja, also heißt es im Hause Neuland Stories aktuell nur recherchieren und warten und hoffen, dass wir irgendwie hier jetzt doch nochmal einen Tipp und eine Lösung bekommen von den Mechanikern. Ja. Und das werden wir natürlich hier berichten. Zwischendurch machen wir aber auch noch schöne Sachen. Wir gucken Filme,
essen lecker, haben ein Reisebuch für uns gemacht. Es gab nämlich Nudeln mit rotem Pesto und Nudeln mit grünem Pesto. Also ja, es gibt gute, es gibt schlechte Tage. Wir haben aber unseren Humor und unsere gute Laune nicht verloren. Zumindest nicht immer. Zumindest nicht immer. Zumindest nicht, wenn die Kamera an ist. Und ja, wenn ihr uns unterstützen wollt in der Zeit, zumindest mental, dann haut das Supportherz in die Kommentare, abonniert unseren Kanal. Das zaubert uns immerhin nochmal ein Lächeln ins Es Gesicht. ist ja wissenschaftlich bewiesen, dass Es Likes und Herzen. Das hilft. Ja. Das hilft. Ja. Und das Emoji der Woche, das sucht ihr euch dieses Mal selber aus. Packt es in die Kommentare. Wir freuen uns darüber sehr. Und ja, würden uns freuen, wenn ihr nächste Woche... wieder mit dabei seid. Genau. Es bleibt nämlich spannend, wie es weitergeht. Selbst für uns. Ja, Danke. Ende.